So, da wären wir. Guten Tag, guten Morgen. Ich muss noch einmal gerade weg. Ja, was spielen wir heute? Wir spielen heute Ghost in the Shore. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, aber es sah so toll aus. Da wollte ich es unbedingt spielen. Es ist ein Indie-Game. 20 € auf Steam, könnt ihr euch das holen. Und ja, frisch rausgekommen. Soll so ein bisschen Rätsel, Mystik, Point-and-Click, Walksim-mäßig sein. Das sind ja die Spiele, die ich neben anderen Spielen mag, wie FF14, Diablo, Lost Ark und so. Ist halt die Art von Spiel, die ich richtig abfeier. Und ja, wir gucken einfach rein. Da muss ich die Fensteraufnahme noch einstellen. Sehr gut. Jetzt geht's. Ich hoffe, meine Webcam ist nicht im Weg. Einstellungen habe ich alle schon gemacht. Dann gucken wir einfach mal.
richtig was. Muss ich doch umstellen. What is this? It's not supposed to rain today. I checked. I don't want to be out here when it rains like that. Lightning? No, no. Not a storm. Can't see a damn thing. What am I going to do? Oh my god. I can't do this. Stop freaking out. Be prepared for this, Riley. Now, how do I get out of this? Oh Gott, sehe ich mit der Maus. Ach du Scheiße. Das ist ein Buch. Barometer. See? It says fair weather. Then why am I in a storm? Ja, das wird mich auch... No! Oh Gott! I'm going to die! Can't be out here. Not on my own. There! Is that land? God, yes. Thank you, thank you, thank you! Oh, shit. This can't be happening. No, 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 no! Not the rocks! Das ist schlecht. No! Das ist noch schlechter. Damn it! This was a mistake. Get me out of here! Somebody! What is this? What is she doing? What is that sound? Is that Hello? Focus, Riley. It's just the wind. Eyes on the water. I have to moor. Somewhere. Oh, I wouldn't do that. Anybody there? Wait. God. It's a voice. You can hear me? Yes, I can hear you. Who are you? What? Wait. No. I don't want to know. Das Land. Is that a pier? Yes! If I can get the boat close enough, I can do this. No, you can't. You'll crash. Leave me alone. Whoa! Come on, Riley. You've got this. What are you doing? Cut the engine. You've read the manual. Manual? Have you ever sailed a boat before? Stop it. You have to turn off the engine. Stop talking. Gonna get us both killed. I'm already dead. Turn that key. Cut the engine. All right. Well done. Now, drop the anchor. Yes, of course. Drop the anchor. Great idea. Good. You did good. You'll be fine now. Will you just shut up? Fine? Thank you would have been nice. Thank you. Now shut up. Das bin ich. Okay. I made it. What a mess. The window. I need to see the window. Oh nein, mein Headset hat gepiepst. Einen Moment bitte. Warum nicht jetzt? So. Ja, das ist scheiße. I ruined my boat. Das ist belastend. Das schöne Boot. That looks Scheiße. so beautiful from here. You should go. I decide my own fate. I'm living my life. That was the plan after all. So yes, be a devil. Let's check our backpack. I've no desire to get stranded without food or water. Das ist belastend. Never leave without your music. It's soul food. Can't starve, right? Gibt Schlimmeres. Taking that with me. I am sketching the entire journey after all. Wow, 3 Sachen. Okay. Okay, ich habe gerade anscheinend gegessen, getrunken, wahrscheinlich eine Coke, was gelesen.
Awesome. The beer made it through the storm. I can celebrate later. Yay! Das Bier hat überlebt. Und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Das ist auch gut. Eine Biene. I read this book front to back. Pretty useless in a storm. Why are these islands not on here? Great. Out of coffee. Oh nein, das geht gar nicht. Out of coffee ist ganz schlimm. Ich bin nicht out of coffee. Ich habe hier meinen Coffee. Hier, die hat eine kleine Küche hier. Wahrscheinlich Toilette. See? This was good thinking, Riley. Food supplies. Why didn't I think to check that damned weather glass? Ah ja, geht ja noch. No, mit Hundi. Ah, voll cool. Kind of wish you were here, Marshall. Could have gone exploring together. Oh nein, hat die den zu Hause gelassen? Wie? Okay, Tagebuch, Briefe und Kassetten. Das war ihr Hund oder ist ihr Hund. Marshall. Okay. Na gut. Dann gehen wir mal, ne? Ich könnte mich noch im Boot angucken. Und gucken. Außen am Boot. Naja. Wenigstens ist das Boot nicht komplett beschädigt. Aber warum ist die Insel nicht aufgezeichnet? Das ist halt I'm das... doing it. Deciding my own fate. And will you look at all this? So beautiful out here. Wish you were here. Sunny greetings from... a far-off place. The Rogue Islands. You're still here. Yeah. Thank you for last night. I'm grateful and all. But You know you can't stay, right? why? Because you're not real. But I am, Riley. I've decided you are not. And don't ever say my name. Ever again. You know what? Just shut up. Okay. Ich rede mit einem Geist. Verdammt. Was ist hier passiert? Almost as good as endless oceans. The edge of the world. Hier sieht ein bisschen so aus I'd live wie... here. That building. Interesting. The only one to survive. So ein Fischerdorf. What happened here? Did they all honestly leave?
komme gar nicht dahin, oder? Ging es da weiter? Und gucken wir erstmal da. Ne, da ging es nicht weiter, okay. Dann muss ich da hinten hochgehen. So grafisch sieht das Spiel sehr speziell aus. Ich finde es sehr schön. Ich finde auch der Sound. Du hörst richtig, wie diese Wellen so von links nach rechts schwappen. Das ist echt sehr, sehr schön. Da gehen wir mal. Ich heiße Riley. Bin mit meinem Boot auf einer einsamen Insel gestrandet und höre Stimmen. Vor Toten. Geil. Can I speak to you now? Maybe. Wonderful. There's so much I want to ask you. So much I don't know yet. Or I've forgotten. I said maybe. Don't get carried away. It's been way too long since I got to talk to anyone. You really can't stay in there. I'll go nuts. And I'll go nuts if you don't let me speak. That's it. I'm blocking you. You're spam. Spam? What's spam? Okay. I'm not sure I can deal with this. Am I imagining you? You can talk now. You're not imagining me. Voll schön. Das Mond. Der Rosenhügel. Kleiner Tümpel. Boah, diese Kulisse gerade, ne? Oh, das ist so mega. Das ist echt richtig, richtig schön. Oh, voll cool. This place. It's mesmerizing. What happened here? I don't know. I don't remember. Nothing. Not a single thing. Schön. You never told me your name. Josh. My name's Josh. Hello, Josh. Da geht's tief runter. Das ist eine Hütte. Oh mein Gott. Oh, what a pretty little cottage. Right out of a country magazine. What do you know about it? I don't remember. I'm sorry. Let's see. Roses. Why? Bath salts, oils, desserts. I love roses. So fleißig zu sein wie die Bewohnerin dieser Hütte, für die langfristige Zukunft geplant zu haben. Bin mir nicht sicher, ob mein Dörrfleisch mich weit bringen wird. Okay. Hallo Alicia, guten Morgen und Dankeschön für dein Abo. Danke, danke.
Ja, genießt das Spiel mit mir zusammen. Ich freue mich. Einen schönen guten Morgen wünsche ich dir auch. Hallo. Seriously? Piccalilli is as far as I go. You'd eat it if you were here in the wintertime. Pickled Eggs. Okay. Das ist jetzt nicht was ich essen würde. Ich mag keine eingelegten Eier. Rosinenbrot ist okay. Das esse ich. Tatsache. I have learned to love Sauerkraut. Was muss man bei dem Spiel denn machen? Das ist ein ja, so eine Art Point-and-Click-Walk-Simulator. Du gehst einfach rum, du entdeckst, du musst nicht kämpfen, du musst nicht puzzeln großartig. Du lässt einfach alles auf dich einrieseln. Und ich war gerade am Wildrosenteich, hieß der Ort. Das war so cool. Einfach den ganzen Wind, du hörst das Meer vom Weiten. Oh, das war so schön. Es ist einfach eine kleine Reise, die du gehst. Und ich bin Riley. Ich hatte einen Unfall mit meinem Boot. Mein Fenster ist kaputt, mein Boot ist aber noch heil. Und ich bin auf einer Insel gelandet, die nicht existiert auf der Karte. Und ich rede mit einem Josh, der ist in meinem Kopf. Eine Stimme. Der ist aber anscheinend schon tot. Und Josh und Riley lernen sich jetzt gerade kennen. Und jetzt habe ich diese Hütte entdeckt. Und wir schauen einfach mal. Pickled Eggs, Raisin Bread, Sauerkraut. Okay. Und ich habe Tagebucheinträge. Meine Mutter hat auch Rosinenbrot gebacken. Ich rieche noch immer das frische Brot aus dem Ofen. Ich konnte es nie abwarten und habe immer ein Stück abgeschnitten, obwohl es noch zu heiß war. Ja, das könnte ich auch sein. Wir haben diese Brotbackmaschine. Und dann riecht das ganze Haus nach frischem Brot. Und oh, ist das gut. Margot. Why did this Margot never open a letter? Maybe she never knew it was here. Wir können nicht immer die haben, die wir lieben. Wie gerne würde ich so vermisst werden. Oh. Genau, Riley hatte auch einen Hund. Oder hat einen Hund, Marshall. Der ist nicht mit auf dem Boot. Oh. Do you think it's them that lived here? Maybe. Vielleicht ist das ja Margot. Bin hier für immer. Hat sie das auf diesen Bilderrahmen geschrieben? Oder war es derjenige, der das Versprechen gab? Für immer. Das ist eine sehr lange Zeit. Ich animiere dich zum Backen. Dann genieße das Backen. Oh, was ist das? No more ferries after 1980. Oh, das ist schon etwas länger her. Weggehen und wissen, dass man nie mehr zurückkommen kann. Die Entscheidung, die man getroffen hat, nie wieder rückgängig machen. Oh, was? Ach, dann ist kein Boot mehr dahin gefahren und seit 1980 lebt man dann hier einfach. Oh, krass. Oh, da sind Fotos. She's beautiful, but she looks so sad. Beloved. Boy. War das ihr Kind? Definitely the home of a photographer.
Schon seltsam, die Überreste einer Dunkelkammer zu sehen, als würde man ein Negativ betrachten. Was bleibt, wenn das Bild beseitigt ist? Sie sieht so verloren aus. Wollte sie gerettet werden? Wer ist der Junge? Oh, vielleicht ist es ja dieser Josh, mit dem wir reden. Da komme ich nicht rein. Ein altes Radio. Ein paar Vögel. Schmetterling. Ja. Schön. Überreste von einem Garten. Was ist das? Is that a cassette tape? No way. A what? Oh, I want to hear this. Testing. 1, 2. Well, hello to myself, I guess. Or dear diary, or however you're supposed to begin these things. Just if I don't talk to someone, I'll go insane, even if it's only myself. I guess I'll start at the beginning. The rogues seemed like a good idea. A bunch of us were looking for a place to hang out, make music and just, be groovy together. And it was cool. So totally chill. But then the nightmare began. And I don't know if it was the drugs or me going crazy, but when the others left, it got worse. I'm glad she was here, Carrie, or I would have lost it completely. I miss her. I was so rotten to her. I just didn't want her to leave, I understood she had to. I mean, she was sick, and I couldn't take care of her. She knew that. So she left me food, recipes. Not that I'll ever cook. She remained behind. Was she here all by herself? Must have been. Oh, okay. Also, die hat wohl ganz alleine da gewohnt. So, Seit what do you 1980. think about the cabin? I don't know. I need to have an opinion. Do you think it was a photographer? That lived in that house? Yeah. Carrie was a photographer. You are so full of shit. You lied about not knowing Carrie. I don't lie. You said you didn't remember. I didn't. You know what? I don't care. That one girl in the photograph. Who was she? Maybe she's Margot. From the letter? Maybe. Okay. Würde mir das Haus echt kaufen, wenn es ginge. Also so total abgeschnitten von der Welt würde ich nicht sein wollen. Aber wenn ich einen Ort hätte, der total rückgezogen wäre, auch wenn es nur für eine Woche wäre im Jahr, dann würde ich das sofort machen. Oh. Geil, der Wind. So viele Blümchen. Oh, da hinten könnte es gleich laut werden. Da geht's zum Wasserfall. Die Brücke ist kaputt. Genau, einfach mal alles weg. Aber jetzt im Moment möchte ich das nicht missen.
sorry I dropped in on you like that. Yeah, you really made an entrance. I know. I didn't plan it. And for what it's worth, I'm glad I did. I like talking with you. Thank you, I guess. You make me feel alive again. Boy, you talk a lot. I haven't spoken to anyone in a very long time. I need silence. That's why I got on that boat. To get away. Why? Did something happen? I just don't like people. I don't believe that for a second. You are a lot to handle. Einige Antworten von Riley kann ich sehr gut nachvollziehen. Da unten sind Boote. Oh, Protagonistin Riley kann sehr toll malen. Aber echt schön. I think I like it here. The rogues are magnificent. I've seen nothing like it. Is that a weird thing to say? Not in my book. You've seen many islands. Not really. I was going to, you know, before the storm, before you. Yeah, sorry about that. That's okay, I guess. Da unten ist noch eine Hütte. Huh? Is this a letter? In a tin can? What does it say? "23rd of May 1919. My sweet little Elfins. I arrived on the island of Big Rogue 5 days ago. It's a lonely place, with bluffs along the sea. And it does feel a bit like your old father, faded and worn. I had no intention of remaining here. Figured I'd pass through and set out once again, but then I met the boy. He is alone, with no one else to talk to. And I can't quite put my finger on it, but there is something about him. Once I've figured out how I can help him, then, my dear sweets, I will hurry home. Keep the lamps lit, so I can find you. Soon we'll be together again. Your loving father." Elfins. His children. Why wasn't he with them? The point is, why didn't he send the letter? Ah, alles gut, Alicia. Alles gut. Ich bin ja selber hier beschäftigt. Passt wie die Faust aufs Auge, ja. Mhm. Finde ich auch. Ich mag halt keine Menschen. Josh. Yes? Oh, nothing. I was just saying your name out loud. Why? I wanted to know how that felt. Do you think I'm losing it? No, I don't. Of course you'd say that. Da ist noch eine Hütte. Hier ist irgendwo ein Vogel.
Gehen wir mal zur Hütte, ne? So ein kleiner Tümpel. Voll schön. Ja, richtig viel Zeug. Stehen ja richtig viele Hütten. Da hinten steht auch noch eine. Oh, hier hat sich die Natur schon ihren Weg gebahnt. Boats. All boats. I don't think he used this to make pizza. That's for baking bread. What's pizza? Don't worry about it. Oh mein Gott, der kennt noch nicht mal Pizza. Wie alt ist dieser Josh? A cook? Of some sort. Wackelpudding. 4 Kalbs... Okay, so hat man früher wohl Wackelpudding gemacht. 4 Kalbsfüße, keine Babys, warten auf die fetten Kühe. Schafe funktionieren gut. Die Kälberfüße gründlich säubern und die Hufe abnehmen. Dann zu Stücken kochen. Die Flüssigkeit wird durch ein Sieb abgeseit. Warten, bis sie kalt ist und dann das ganze Fett entfernen. Das Gelee wird in eine Pfanne gegeben, wobei der Bodensatz stehen bleibt. Den Weißwein, den Saft der Zitronen, Puderzucker, etwas zerstoßenen Zimt und Muskatblüte sowie die dünn geschnittene Schale der Zitronen dazugeben. Die Eier sehr sauber waschen, das Eiweiß schaumig schlagen. Die Eierschalen zerkleinern und dazugeben. Mit dem Gelee verrühren, auf das Feuer stellen, bis das Gelee geschmolzen ist. Bis es auf einer Seite ganz klar aussieht und sich auf der anderen Seite die Grütze ansammelt. Das Gelee in den Beutel gießen, zurückschütten, was durchläuft, bis es ganz durchsichtig wird. Dann einen Krug unter den Beutel stellen und einen Deckel darüber legen, um den Staub fernzuhalten. Der Beutel sollte aus Baumwolle oder Leinen sein. Die Füße von Schweinen ergeben das blasseste Gelee, die von Schafen sind bernsteinfarben, wenn sie zubereitet werden. Ein wunderbares Gelee für Süßspeisen. Ich mache es gerne zu Weihnachten, zu Ehren meiner Mutter. Ist auch bei den Inselbewohnern sehr beliebt. Schön! Okay. Spannend. I don't get it. Why keep all of these? They're just common shells. Ich verstehe die Leidenschaft, auch wenn ich sie selbst nie wirklich gespürt habe. Man sieht, dass Kochen die größte Freude in seinem Leben war. Ja. Terrence. Must be the guy that lived here. Lieber Terrence, diese Woche würde ich neben den üblichen 30 Milchkeksen für die Schule gerne einen Überraschungskuchen oder eine Torte bestellen. Die süße Lucy wird diesen Mittwoch 11 Jahre alt. Lucy hat in den letzten Wochen sehr gelitten, denn ihr Vater und ihre Brüder sind auf das Festland gezogen. Es bricht mir das Herz, so viele Inselbewohner weggehen zu sehen. Ich wünschte, sie würden erkennen, dass wir diese Inseln wieder zum Leben erwecken können, wenn wir an einem Strang ziehen. Wir brauchen mehr Menschen wie dich, Terrence. Menschen, die die Schönheit und den Zauber dieser Gegend verstehen. Der Duft deines Brotes bringt allen Hoffnung und Trost. Ich weiß, dass die Zitronen knapp geworden sind, aber Lucy würde gerne ein Stück von deinem Kartoffel-Zitronen-Käsekuchen essen. Sie schrieb einen Bericht darüber, wie sie sich vorstellte, wie der Kuchen schmeckte.
Bin sicher, dass ihre Fantasie nicht mit der Realität mithalten kann. Wenn das nicht geht, dann entscheiden wir uns für eine süße Lammpastete. Ich weiß, dass diese Törtchen köstlich sind. In ewiger Dankbarkeit, Beatrice. Okay. Okay, ja. Spannende Rezepte, So he or definitiv. she was a cook? He was. Terrence. Terrence? Do you? Cook? No, but I make brilliant scrambled eggs. That's what I was told when I was 12. By who? My mum. Terrence. We now have 2 names of islanders you've known. Carrie and Terrence. We're making progress, and there's bound to be more cottages around here. You'll be out of here soon. Ja, ist die nächste. Jetzt ist mir irgendwie übel nach dem Rezept. Ja. So haben die Sachen halt irgendwie angefangen, ne? Aber ich würde es jetzt auch nicht essen wollen, wenn ich ehrlich bin. Also, ich habe schon teilweise Probleme mit Gelatine. Und ja, ne? Why did you come to the Rogue Islands? I didn't come here. I just left where I used to be. Where did you used to be? In a dead-end job. With a father that didn't want me around. I decided I deserved something else. So you got on a boat, sailed away. The old world isn't of any importance anymore. It's all about where I was heading. The future. And then I messed that up for you. That's okay. I'm a patient person. I'll get there, in the end. Another letter. Why does he keep hiding them? He should have sent them. 15th of February 1921. My dear little Elfins, the more I learn about the Crown family, the more I realize what wolves they were. As I've mentioned, the Crowns owned this island back in its heyday. But they were a haughty bunch and they took much more than they gave. But as I write these words cursing the Crown family, I realize that perhaps I am no better. True, I never owned an island, but like the Crowns, I didn't value life as I should. I don't think man is made to recover from war. Once he has seen such horrors, how can he pretend they don't exist? I miss you all dearly, and hope to find my way home to you soon. Your father. Something's not right. I can't figure him out. He knew about the Crowns. Wolves. They're not so bad. They are if you're a sheep. Also mit Gummibärchen und so. Ich versuche Gelatine halt da zu What is vermeiden, that wo es building? geht. That's not a house. There's bound to be more evidence there. Of my life here on the islands. Das war eine Schule. It's locked. Where's the key? Beatrice Parker. Headmistress, I guess? And this must have been her office.
Hm. Gehen wir mal in die Schule, ne? Cordelia Crine. Haven't seen her in a while. She was nobility, and a big deal right here. And that must be where the money came from. Aye, they owned the Rogue Islands. Die Rogue-Inseln. Big Rogue, Little Rogue und Dark Road. Ein Leitfaden für Wanderer. I'd love to see the world. You will. There's that name again. For Beatrice. Seemanns Handbuch. Eine detaillierte Einführung in die Seefahrt und nautisches Wissen. Aber wo ist der Schlüssel? Hier werde ich nicht fündig weiter. You must have attended school there too, as a child. I never went to school. I learned to read and write, but not up there. You don't remember who? I do remember the book. What book? About this guy, and this girl, and then they killed him. Sounds like you didn't really care for the book. Oh God, what's that? What? That! What are you waiting for? I need to see what that is. Ja. Hello? Oh God. I'm Riley. You can't be. I'm sorry. Why are you here? Oh, I don't know. I didn't mean to be here. I don't understand. I don't understand either. No, don't go! Well, that was rude. Who was that? Was that a ghost? Have you seen her before? Do you know her? Nope. Don't even remember her alive. This is so strange. Maybe she's not from the islands. Never knew there was another ghost. Okay. She seemed upset. Did
Did I scare her? Well, you are very scary. Don't be daft. See? Very scary. I still think she was rude. You should find her. Talk to her again. Das war kurios. Wir sind am Strand. Oh my god, Josh. I'm so jealous. Is this where you've been hanging around? Well, it's an island. 3, actually. So, plenty of beaches to go around. Well, I think it's absolutely gorgeous. Sure, it's beautiful. No, a flower is beautiful. This place is extremely, absolutely, utterly impressive. It's breathtaking, wondrous, awe-inspiring, monumental. You like words? I love words. Vielleicht liegt in den Booten ja noch irgendwas drin. Ich gehe jetzt aber noch einmal zurück, bevor ich hier weitergehe. Vielleicht ist die Frau zurück in die Schule gegangen. Oh mein Gott, ich habe mich gerade voll erschrocken. Okay. Ich kann gerade nicht zurück zur Schule. Mist. Ja, ich komme da wahrscheinlich später noch hin wegen dem Aktenschrank. Da ist wahrscheinlich die Akte von Josh drin. Ich muss die jetzt finden. Gehen wir mal hin nach St. End und gucken dann, ob wir was finden, ne? This house, it means something. Ethel. She lost her entire family to the fever. The tricks life plays on us. I'm sorry. Ugh, this is the freakiest doll I've ever seen. Have a little respect. That is a beautiful doll. Annie. Okay. Is this actually a football? It looks ancient. I remember those Sundays in the summer. Music drifting on the air, blended with children's laughter.
Liebe Pixie, ich bin so froh, dass du mir das Lesen und Schreiben beigebracht hast. Ich schreibe gerade ein Buch. Es macht mir viel Spaß. Ich mag Geschichten. Ich habe Fanny und Luisa daraus vorgelesen. Ich bin jetzt auch ein Lehrer. Ich habe Vater beigebracht, seinen Namen zu schreiben. Er ist wirklich gut. Dankeschön, Hannah. Das ist von Henry. Wow. Feen des Feuers von Hannah Little. Es war einmal eine Fee, die auf der Insel lebte. Ihre Flügel waren aus Feuer und sie waren so hell, dass jeder sie sehen konnte. Eines Nachts fing ein Mädchen die Fee ein und steckte sie in ein Gefäß. Denn in der Nacht wurde es sehr dunkel auf der Insel. Die Fee weinte sehr viel und die Tränen füllten ihren Krug. So schwamm sie in ihren Tränen. Oh. Ich habe noch nie an Magie geglaubt. Bisher jedenfalls nicht. Vielleicht gibt es auf dieser Insel wirklich Feen. Wer weiß. Back at the school you said you wanted to travel, and you sounded sad. I'm not sad. What about your dream to travel? I used to think I was going to dance around the world, on every continent, in every country. I'd go and hug the land wherever I wanted to go, and dance in honor of it. I think that's cute. You don't think that anymore? I'm all grown up now, Josh. Why? You're not going to answer me? I did, sort of. I shrugged. Like your shoulders? I can't see your shoulders. Why not? You're here with me. I mean, it's not like we're on the phone or anything. It sort of feels like it sometimes. I wish we were on the phone. I could turn down the volume or text you. Text me? Never mind. Okay. Und was ist das? 1800 noch was? Schon ewig her. I think you're incredible. Oh, don't be ridiculous. How you handle this whole situation, it's pretty amazing. I should be afraid, I guess. But I'm not. I guess I don't truly believe it's real yet. All of this. You. That's so funny. Last time I heard that, I fell off my dinosaur. Did you just make a joke? A terrible joke at that. This is hard. You try exploring an island with a roomie that won't shut up for a second. I am, actually, and it's not even my room. You call all the shots, I just have to shut up and sit it out? Never thought of it like that. But it was you who decided it was a good idea to take up lodgings in my head. And I'm done talking about it. Hier ist ein Garten. Es sollte auf jeden Fall einer sein. It still amazes me. So many gorgeous little things that have been left here. You should take whatever you like. Nobody's gonna need it anytime soon. I can't do that.
Those things have been here for so many years. Decades, even. It's not mine to take. Maybe you're meant to find them. Maybe the rogues want you here. Right. They sent that storm. No, that was just your terrible navigating skills. I'm going to pretend you didn't say that. That cottage, it was extremely well preserved. It must have been at least 19th century. See? Rogues were waiting for you. Still. I'm not taking anything from here. It just feels wrong. Am Pferdestall. Beatrice. What about her? That was her space, right? If you mean her office, then I guess so. It wasn't just her office or her classroom. It meant something to her. Like a place to redraw? A sheltered place. To safeguard the things that matter to her. I can see that. I'd like to know more about her. Kann ich dich aufmachen? I keep thinking about Cordelia Crown. Did you like her? What kind of question is that? I don't see what's wrong with it. We don't know anything about you. You two may have history. God, no. She was horrible. Well, you could have had horrible history. That sounds like a children's book. What kind of sick-ass books did you read? Okay. This is recent. You think there's a shepherd around still? These sheep don't need a shepherd. It's a breed that doesn't even need to be shaven. And you know this from looking at the bones? I know this because that's what the farmers used to keep around here. I was there. Oh, right. Warum sind die alle hier drin gestorben? Die Tür war doch offen, oder nicht? Wait, do you hear that? No, what? Why can't you hear it? Are you sure? Yes, I'm sure. Here's another one. Let's play it. I like listening to her voice. Hiya, diary. I like sitting here. Reminds me of when I was a girl. You see, there were horses here. You can still see their pen and their stables. Secretly, I like to name them and imagine what it must have been like to ride them on that beach there. There would have been a black beauty, of course. God, I love horses. They're so wild and free. And when I was riding them as a girl, I felt the same. Wild and free. The wind blowing back my hair, the thundering hooves. Why did that feeling ever stop? And why did I think I'd find it here? The horses are long dead. And I'm trapped. On this island. In my head. With him. Mit I wem? remember those horses. And the Evanstons. We leased a horse from them whenever we had a cargo that needed to go over the hill. We? The Islanders. Okay, wir gehen jetzt erstmal diesem komischen Kichern da auf den Grund.
Also hier sieht es echt richtig, richtig schön aus. Ich habe nur aus anderen Situationen gelernt, gehässiges Kinderlachen ist eigentlich immer schlecht. Wo kommt die Stimme her? Fuck! What's that? Hilfe? Oh, come on, honey. I want to drink this tea while it's still hot. Mom, did you know that Rebecca from the grocery store has seen a will-o-wisp? Has she? Have you ever seen one? No. Cheese or haddock sandwich? Cheese, please. Just maybe Daddy's turn into one. A will-o-wisp, I mean. Now you know that's not true. Daddy left. I know it's hard, but we have to accept it. Just maybe is all. I asked Miss Jessup about will-o-wisps, but she said they're poppycock. She said there are no such things as ghosts who drift along the marshes. And the sooner I let go of such romantic notions, the better. Oh, well, she might be right about that one. Riley! Riley! Are you okay? What the hell just happened? I'm not sure. I mean, you saw it too, right? I did. What was that? I don't know. I do remember that little girl, though. Pixie. Pixie. Always running around the islands looking for adventures. Discovering new clues to grand mysteries. Her words, not mine. Okay. Also der Vater ist mit den Söhnen weg. Aufs Festland. Und die haben Mutter und Tochter alleine gelassen. Ja, das finde ich aber auch geil. That little girl. Dad abandoned her. You saw that, right? I did. Who does that? I wish my dad had left. I hate them. Who? Fathers. Why do they have to make things so hard? All the time? I'm sorry to hear that.
kann ich aber auch nicht verstehen, warum... Ich muss gleich mal die Heizung hier anmachen. Hier ist kalt drin. Warum, er die einfach zurückgelassen hat. So Blödsinn. Warum geht die Familie denn nicht zusammen weg? Friedhof. There was an epidemic. The fever. That's what killed Ethel's entire family. Must have been a nightmare. 1832. Das ist lange her. Fast 200 Jahre. A graveyard. So many lives lost. All gone. This is valuable information, though. I know. We should take a look at these headstones. Archie, that sounds so sweet. I have left the troubled ocean. That doesn't sound so sweet. Thaddeus. Oh, I remember him. Bad news, that guy. How so? Smuggler, I think. Dylan Sprouse. A constable? Didn't know the islands had a police force. Neither did I. Softly at night, the stars are shining on you. Ethel. She lived so much longer than her family. She was so strong. I don't know how she managed. Look, it's Terence, the baker. He never left. Nora Crown. Doesn't that sound vaguely familiar to you? Vaguely. I can't seem to pinpoint where I've heard it before. Callum Compton. Friend and uncle. Of who? Don't know yet. Died in 1833. Das ist Cordelia. Cordelia Crown. We know all about her. Oh shit. It's Beatrice Parker from the school. That's so sad. Benjamin Parker liegt da auch. War das ihr Ehemann? Scruff. Died in 1944. That's late. Ja, weder mag ich Friedhöfe noch mag ich sie nicht. Sie sind
halt essentiell für Menschen. I am such a silly goose sometimes. Thought the evil spirit wouldn't follow me into a church. Shut up! Maybe I've seen too many movies. God, if you're listening, this spirit is evil. Hear me? Evil. Yes, I'm talking about you. I hear him all the time. Sometimes I wish I had gone back with the others. At least I could have talked to a psychiatrist or something. Now it's just me and him. Stop! These people you talk about, they've been dead for so long. Why does it matter? I don't understand any of it. I don't care about Cordelia Crown or why she thought she needed to confess. I want a bit of peace in my head. Yes, you gave me Seabrook, but you want me to stay on that beach forever? But why? Yes, I'm listening. Father Thomas, yes. He's the one that taught you to read, I remember. So he was here when it all happened. Was she talking to you? Not as far as I know. Father Thomas. You think he knew me? Maybe he taught you how to read. Okay. This is about Beatrice, from the school, a cornerstone of this community. Im Gottesdienst muss ich daran denken, das Kirchenpicknick nächste Woche anzukündigen. Und vor allem darf ich nicht vergessen, die Eröffnung in der Cordelia Crown Grundschule anzukündigen. Ich werde mit dem Organisten darüber sprechen, wie Kinder ein Lied zu Ehren von Miss Beatrice Parker singen können. Frau Parker hat sich um unsere Gemeinde sehr verdient gemacht, wenn man bedenkt, dass ohne ihren Einsatz so viele unserer Kinder nicht lesen und schreiben könnten. Jetzt haben wir unsere eigene Schule und sie kann alle unterrichten. Das ist ein Segen. Cordelia Crown. Oh. What? What does it say? Did she come to the priest? Shh. Trying to read, Josh. Zu meiner völligen Verblüffung kam Mrs. Cordelia Crown mitten in der Nacht zu mir. Ich wurde durch ein lautes Klopfen an meiner Tür geweckt. Da stand Mrs. Crown in ziemlicher Aufregung. Sie verlangte, dass ich ihr die Beichte abnahm und wollte nichts von meinen Einwänden wegen der späten Stunde wissen. Das Geständnis, in das ich eingeweiht wurde, war mehr als bemerkenswert. Sie könnte die Last des schrecklichen Geheimnisses nicht mehr ertragen, sagte sie. Aber keine sanftmütige Dame, wie Mrs. Crown es ist, könnte jemals für irgendein Fehlverhalten verantwortlich sein. Geschweige denn für die Schandtaten, von denen sie sprach. Leider fürchte ich, dass sie dem Fieber bereits verfallen ist. Ich hoffe aufrichtig, dass ihr Wahn im Morgengrauen verschwunden sein wird. Ja. Die hat wohl irgendeine Scheiße gemacht. Who's it from? Pixie. The little girl? I guess she grew up. Liebe Freunde, für immer werde ich mich an meine Mutter erinnern, wie sie als junge Frau am Rande der Klippen stand, ihren stählernen Blick auf das Meer gerichtet und auf die Rückkehr meines Vaters wartete. Mit großem Kummer im Herzen musste sie das Warten schließlich aufgeben, aber sie hat ihre Liebe zu unseren Inseln nie verloren. Meine Familie ist auf ewig mit diesem Ort verbunden. Vielleicht erinnern Sie sich an meine Mutter Nora als jemanden, auf den Sie immer zählen konnten, wenn es darum ging, sich um Ihre Kinder zu kümmern, eine fiebrige Stirn abzuwischen oder ihnen einen Brief vorzulesen. Sie war so gut und so freundlich wie irgend möglich. Ich kann nicht ausdrücken, wie tief mein Verlust ist. So wie meine Mutter den Verlust meines Vaters nie überwinden konnte, so habe auch ich nun ein bleibendes Loch in meinem Herzen. Liebste Mutter, ich hoffe, du hast Frieden gefunden, von dem ich weiß, dass du ihn in diesem Leben nie gefunden hast.
Und ich hoffe, du schaust auf deine geliebten Inseln herab und lächelst. Ich werde dich immer lieben. Deine geliebte Tochter Pixie. Father Thomas. Ich bin fast mein ganzes Leben lang auf den Rogues gewesen. Und noch nie habe ich die Kirchenbänke so leer gesehen. Leider haben die Getreidepreise so viele Familien von den Inseln vertrieben. Ein paar tapfere Seelen sind geblieben und ich werde ihnen weiterhin jeden Sonntag eine Atempause von ihren Nöten bieten. Die Kirche und ich werden weiterhin ein Zufluchtsort für alle sein, die nur... Ja, das ist das, was ich sage. Kirche ist nicht immer schlecht, Kirche ist auch Hoffnung. Cordelia Crown. Died in 1833. We already knew that. Grausam ist's, das zarte Bande zu brechen, von Herzen, die die Liebe kennen, unendlich schwer die Worte dann zu sprechen. Wir müssen uns für immer trennen. Ach, Liebste, wir dich niederlegen, friedlich in dem Grab geborgen, für Andenken und der Ehren wegen. Welche Tat ist so furchtbar, dass man sie mitten in der Nacht beichten muss? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Ich habe mir ein bisschen Nervennahrung geholt. Ja, die zerbröselt ein. Zerbröselt der Keks nun mal. I'm glad we're out of there. You don't like churches? I don't like graveyards especially. Cordelia Crown. What a name. She showed up in the middle of the night, on a priest's doorstep. I know. That was strange. Why was she upset? I didn't think Cordelia did upset. That must have been some sin Cordelia Crown committed. Are you frowning? What? Why? I can't tell if you're annoyed. I can't see your face. I'm not annoyed. It's my head. You're talking at full volume here, and I can't turn you off. And don't say you're sorry. Wann wird's da eigentlich dunkel? Weil die ist jetzt auch schon ein bisschen unterwegs, die Riley. They say that when you're still and you listen, you can hear your soul. They do? They do. Josh, are you my soul? Talking to me? You don't think I'm real? We've found no evidence of your existence here. But I know things. Things you don't. You're probably right. And I'll try harder to remember things. That's sweet. Thank you. Dear Diary, today I paid another visit to Scruff's place. Pinewater Bay. I love that word. I wasn't talking to you.
to my tape recorder. It's like a journal, I told you. Can you just be quiet for 2 seconds? So, as I was saying, Scruff. He abandoned his family. Who does that? He did too, and you let him. I read his letters. I don't care what you said. I understand about the sorrows of war. Dad was never the same after the Rim War, but he came back for me. Those girls did not have to grow up without a father. He did have a choice. You always have a choice. And so did you. You should have let him go. No, bollocks. You do know how. You could have let both of us go if you tried. Oh, piss off, Josh. I don't want to talk to you anymore. Oh. She said, Josh, she called you by your name. Margot. You were in her head? I don't understand. Ich bin nicht die Einzige, die von Josh heimgesucht wird. He was a soldier. Lewis Doyle. He went to war. The First War. The horror he must have seen. Is that him? Probably. Looks like a picture from the First War, so it must be, right? Harry, Doyle, Langton. Whoever owned that boat had military history, that's for sure. I wonder, though. That name, Lewis Doyle. Have we seen it before? That's right. He was in the graveyard. Of course. Scruff. Ja, ist Tell ja me, wahrscheinlich. Riley, are you running from something? You chased through all of this. I do. I swear, sometimes you seem to want to fly. Oh, I would love to fly. Wouldn't that be even better than sailing a boat? I don't think you're running to that freedom you so badly want. You're running away from something you don't want to face. You think you know me well enough to bring up a subject like that? Apparently not. Glad we got that cleared up. I just wish you'd talk to me more. I talked to you the whole bloody time. I swear, sometimes I'm sure I'm losing my mind. What the hell am I even doing here? I'm not keeping you here. No, you're only digging holes inside my brain. I don't want to talk to you anymore.
Bin ich gerade blind oder hat da was rot geblinkt? Ich gucke überall in die Toiletten rein. Da liegt da ja irgendwas. There it is again. That mirage. Or whatever it is. You never send them. They're meant to live here with me, not go out into the world. Letters are meant to be read. Maybe, my boy. And then again, maybe letters are just meant to be written. Huh? I don't understand. My girls, they're happier without me, no? They have lives, loves. I'm a sad old man who's seen more death than I care to share. And these hands, I killed with them. Can't wash that war away, no matter how many years at sea. But those hands, they've also healed. Healing doesn't make up for the taking of a life. There's no return from that. Why write it all then? I love my daughters. Think about them all the time. And I suppose I want to remind them and myself of all the good parts. Yeah, there's no sense to it. But it works for me. They have a new family now, and I have you, no? Lord knows you need someone to take care of you. Let's go find a spot for this one, my boy. What about 3 sisters? 3 sisters. Yes, that works perfectly. Was that Scruff? There's no mistake. It is him. Why didn't I see you? Because you were already dead. I was dead. And he could hear me. What the fuck? Wie lange ist Josh bitteschön schon tot? He never finished this one. Must have died suddenly. From a broken heart. Literally. His heart failed. Still, he refused to leave me. I'm sorry. Meine liebsten Alice, Emily und Jane. Ich habe heute einen jungen Tümmler gesehen. Er sprang mit solcher Freude durch die Wellen, so frei. Und ich dachte an euch, meine Töchter. Und ich erinnerte mich an die Tage, bevor ich wegging. Ich erinnerte mich an die Freude darüber, dass eure winzigen Finger die meinen umschlossen. Ich erinnerte mich an eure wilden Locken, die flogen, als ich mit euch Fangen spielte. An euer quietschendes Lachen. Natürlich seid ihr jetzt erwachsene Frauen. Vielleicht habt ihr sogar schon eigene Kinder. Aber für mich seid ihr immer noch die kleinen Mädchen mit dem gleichen wilden Temperament, wie dieser junge Tümmler, der im Wasser tanzt. Ich habe den Tümmler gesehen, als ich mit meinem Freund Josh auf dem Boot unterwegs war. Ich habe in meinen anderen Briefen von ihm gesprochen. Wir segelten zu der Insel, die als Dark Rogue bekannt ist. Ein wunderschöner und rauer Ort. Ich wünschte, ihr könntet ihn sehen. Josh hat mir erzählt, dass es zu seiner Zeit ein todbringender Ort war. Dennoch konnten sie ihn nicht davon fernhalten. Oh. He should have sent his letters, not bury them. Was ist das? No label, no nothing. Was he making his own liquor? No, they look older. At least 19th century? Do you know who this is? Archibald O'Sullivan. We called him Archie. A gardener. At the lodge, I think. These are beautiful pictures, but why did he put them up here? He must have found something there. Murder. Here on the islands. Oh my god! Josh! Look!
That's your name. Mord in der Schwarzen Glocke. Am späten Dienstagabend kam es im Gasthaus Schwarze Glocke zu einer Tragödie, als George Smith von einem Unbekannten brutal erstochen wurde. George, 32 Jahre alt, war Gerüchten zufolge in Schmuggleraktivitäten verwickelt. Und die Schwarze Glocke wurde oft als Umschlagplatz für Schmuggel angesehen. Zeugen bestreiten solche Behauptungen. George hat einfach zu viel getrunken und jemanden angeschrien. Und plötzlich war da ein Messer, sagte Josh. Auf Befragen fügte er hinzu: Ich konnte nicht sehen, mit wem George kämpfte. Die Beleuchtung in der Schwarzen Glocke ist nicht besonders gut. Callum, der ebenfalls am Tatort war, fügte hinzu: Die Schwarze Glocke zieht vielleicht einige zwielichtige Leute an, aber die meisten von uns sind aufrechte Bürger in unserer Gemeinde. Ich bin sicher, dass so etwas nicht noch einmal passieren wird. Und ich hoffe, dass sie den Täter bald finden. Alle Gäste der Schwarzen Glocke stimmten dieser Erklärung zu und erhoben ein Glas auf George. Constable Sprouse sagt, er habe keine konkreten Hinweise und die Ermittlungen würden fortgesetzt. Spannend. Do you see that date? June 18th? I'm sure I've seen it before. Mr. Callum Compton stirbt. Die Einwohner von Big Rock Island trauern um Mr. Callum Compton, der heute bei einem Feuer in der Lodge ums Leben kam. Mr. Callum Compton wurde auf Dark Rock Island geboren und lebte dort sein ganzes Leben lang. Mr. Compton hinterlässt seine Nichte Pixie. Am Sonntag, 23. Juni, findet in der Kirche ein Gedenkgottesdienst statt. A receipt for bottles. That name Compton. We've seen it before. In the graveyard. Callum Compton. Zwölf Flaschen von Mr. Barlow. Why did he think that place was so important? What happened there? Stillwater Cove. That's not Scruff's handwriting. Where'd he get these notes? Is this about you? Wie es scheint, hatte ich recht und er hat Schmugglerware auf die Inseln gebracht. Zudem scheint er dies im Dienste der Crowns getan zu haben. Die meisten Inselbewohner scheinen das zu wissen und es kümmert sie nicht im geringsten. Selbst Constable Wildford drückt ein Auge zu. Man hat mir sogar gesagt, ich solle meine Ermittlungen einstellen, wenn ich mit meinem Job als Special Constable behalten wolle. Damit befinde ich mich in einer äußerst schwierigen Situation. Belastend. I know this picture. It was at that first cabin we found. Carrie's, yes. That's her. And that's Scruff. Thick as thieves, those two. Die beiden sind dumm. Was? That's his girls. He missed them so much. Should have taken his boat and sailed home. Carrie was feeding him. Let's say they fed each other. He'd go fishing or hunting boar. "26th of September 1939. My sweets,
As you've probably heard, war has struck again. We humans never seem to learn from our mistakes. During the First War, I was a medic, and my mission was to save the boys. But there were so many I couldn't help. Sometimes I had to make a choice over who should live and who should die. I essentially killed one to save another. The smell of death, the bodies, the blood, the screams of agony, they never let you go. I wish I could imprint all that upon these young boys who are enlisting. Their lives are never going to be the same. I cannot make them see. Instead, they're filled with excitement for the adventures they believe are ahead. I know no way to help, so I take them. My boat and I deliver them to the front line. My friend Carrie told me the myth of Carol, the ferryman to the river Styx. I feel like I too am delivering these boys to the underworld. All I can offer is a safe passage, but I cannot save them. In these dark days, I don't know if I can save Josh either. My head is a swirl, and I'm no closer to having an answer. That boy is my heart, and I have to help him. I'm so sorry to have written such a grim letter. I only make it through these times knowing you are in the world, your loving father. Ready or not, he could have ended this. He didn't have a choice. No, he didn't. He should have faced his kids, shared his sorrow. Ja, Charon. In der griechischen Mythologie ist er der Fährmann, der die Toten in die Unterwelt begleitet, zu Hades. Auch in der griechischen Mythologie hat man geglaubt, dass Charon einen nur mitnehmen würde, wenn man ihm bezahlen würde. Daher auch der Spruch, ein Obolus für den Fährmann. In einigen Kulturen hat man die Münzen auf die Augen gelegt, in anderen unter die Zunge. Ja, nur dann hat Charon einen weitergebracht. Spannend. Und hier, ja, der Vater. Ich weiß immer noch nicht, was mit Josh ist, also. I can't shake this feeling that he too was looking for you. He was investigating? My death? I really don't like saying that out loud. I know. So you think he was trying to help me? Yeah, obviously he failed. Callum Compton. He's the clue to all of this. How do you mean? Wait. You think I was involved? That murder at the Black Bell. You think I killed that guy? You could have. I didn't kill anyone, Riley. Why should I believe you? You don't remember half the things we discover out here. You want to believe that you didn't. You need to stop talking. Fine. Okay, so you and Scruff talk to each other. All the time. And he enjoyed that. Yes, Riley. He enjoyed talking to me. There may have been others that could hear you. We should find them. Hey, Josh. I need to get something straight. You and I, we're like partners now, right? That's how I see it. Good.
Ja, was ist mit Josh I wish we could passiert? have met in person. I get it. You want to see our famous jawline? Oh, come off it. Of course I wouldn't mind putting a face to the voice and know who I'm actually talking to. If you can get us out of here, who knows? Maybe I'll crystallize into a prince. I don't need a prince. I don't need saving. Ist da ein Baum? I used to see Nora on that beach with her daughter Pixie. This was their home. You're awfully quiet. I'm thinking, About? their life, their home. That house actually feels like their home. I wish I'd had a home like that and sit on the beach every day with a mug of tea. Or hot cocoa. Hot cocoa sounds pretty amazing right now. Why didn't you explore the house if you like it so much? It's not about the house. It's about the home. Why? Because I don't have one anymore. The boat is temporary, I hope. You're looking for new routes. I don't know. Hang on. Nora Crown. She's Pixie's mother. And Cordelia Crown is Nora's mother. So Pixie, She's the granddaughter of Cordelia Crown. the girl's a crown. Spannend. Oder fliegen Enten draußen rum? Is that hair? Yes, to remember the deceased. Na. Whose journal is this? Nora. That's Pixie's mother. Yeah, the woman from the picnic. And from the eulogy in the priest's notebook. Remember? Wie soll man anfangen? Wir haben heute Mutter und Callum beerdigt. Ein schwerer Tag mit mehr Trauer, als man es verkraften kann. Und doch leuchtet die Sonne weiter. Obwohl es Juni ist, habe ich an Coleridge's Worte gedacht. Komm, komm, du trüber Dezemberwind, und puste die trockenen Blätter vom Baum. Dieser Refrain wiederholte sich im Rhythmus meines klopfenden Herzens, als wir Cordelia Crown zur Ruhe legten. Sie und ich hatten unsere Meinungsverschiedenheiten und unseren Kummer. Aber ihre Liebe und Hingabe zu Pixie kann ich nicht bestreiten. Ich hielt das Mädchen in den Armen, als sie weinte. So viel Schmerz für eine so kleine Person. Aber wir überstehen das. Was anderes können wir nicht tun. Natürlich bleibt die Frage offen, warum Callum und meine Mutter zusammen in der Lodge waren. Was hatten sie miteinander zu tun? Man wird die Wahrheit vielleicht nie erfahren, aber man kann darüber spekulieren. Geheimnisse halten die Toten im Gedächtnis. Sie bleiben lebendig, während wir verzweifelt versuchen, ihre Geheimnisse zu ergründen. Aber ich höre Pixie und ich muss mein süßes Mädchen trösten gehen. Nora. Gegangen? Ach so, das letzte da. Tragic Lodge Fire. Die ruhige Sommernacht am Dienstag wurde durch ein tragisches Feuer in der Lodge jäh unterbrochen. Die Glocken läuteten, als das große Herrenhaus in Flammen aufging. Die Rogue Islands haben 2 ihrer geliebten Bürger verloren. Mrs. Cordelia Crown und Mr. Callum Compton. Oh, sind verbrannt. Constable Sprouse meinte, dass möglicherweise ein Verbrechen vorliegt, aber weitere Untersuchungen sind notwendig. Mrs. Cordelia Crown und Mr. Callum Compton hielten sich offenbar gemeinsam im oberen Salon auf, als Feuer ausbrach. Constable Sprouse weigerte sich zu sagen, ob die seit langem vermuteten Geschäfte von Mr. Callum Compton mit der Schmugglerbande im Zusammenhang mit seinen Ermittlungen stehen.
Feuerwehrleute kämpften bis in die frühen Morgenstunden gegen die Flammen. Die majestätische Lodge wird unsere Küste nicht mehr schmücken, da ihre oberen Stockwerke stark beschädigt wurden. Und Mrs. Cordelia Crown, eine wahre Wohltäterin für die Rogue Islands, wird von allen Bürgern schmerzlich vermisst werden. Waren die ein Liebespaar? Vielleicht. Always, my love. 15th of October, 1819. That's a clear time frame. Coleridge. How I love his words. This one is the tale of a ship and its crew. Maybe her husband was a sailor. Or she just liked Coleridge. Ja. Nur eine sehr kleine Hütte. Und wieder nichts in der Toilette drin. Da kann man echt gut wohnen, glaube ich. Also zu der Zeit. Boah, soll ich da hochklettern? Ach komm. Schwester. I love you, Tig. You know that. You and me, we're both fighters. So you're gonna have to be strong without me. You're gonna have to keep watch. Make sure no one enters this beach without me knowing about it, okay? Might be Daddy. And I might not be here. And I can't miss him. I can't not talk to him, or he might leave again. But if I tell him I love him, if I tell him I'm sorry, then he'll stay. I know he will. Okay, Tig? I'll be back before nightfall, so you're not alone. I know you're scared of the dark. Jo, einfach eine geheime Höhle. It's the tiger toy. Oh, this may be the cutest thing I've ever seen. What was she looking for? Aber oder so. Oh, this is interesting. She really did picture herself as a true detective.
Sonst sagen sie es Mama oder Oma. Ja, krass. Ja, ihr Vater. She made this? I think she did. Quite the little explorer, wasn't she? Da ist die schwarze Glocke. Sie hat Dark Rogue nicht eingezeigt. Wo ist Dark Rogue? Is this a backpack? Shoulder bag, used specifically when hiking. Looks like she did a lot of that. Hm. Das ist echt schön. She reminds me of you. She's nothing like me. Her boots. She was always running about the islands. Guess she didn't want her mum to know. Oh, das ist schon wieder eine Nachricht. Brief. 1st of July 1941. My sweet Elfins. Today I found a letter from a young girl called Pixie, whose father left the islands many years ago. She's filled with longing and searches for him continuously. How her story broke my heart. Have I caused you, my daughters, such immense sorrow? Am I the cause for tears? I too sailed away and left you behind. Know that leaving you was the hardest thing I've ever done. Know that my love for you is the one thing that keeps me strong. There's nothing I can say to make it right. I just hope you forgive me. And in truth, I hope you've forgotten me, so that I do not bring you such sorrow. Your loving father. I don't believe this guy. He's a man with regrets. Unable to fix his mistakes. You like him? I get him. Ja. Der Vater hat echt, der Vater, der hat echt, weiß ich nicht. Ich kann es nicht verstehen, warum man seine Kinder so... Ah ja, egal. Ich bedanke mich recht herzlich schon mal fürs Zuschauen. Wir haben jetzt 2 Stunden gespielt, knapp. Morgen Abend machen wir weiter. Ich gehe ab morgen eigentlich wieder arbeiten. Die Fäden wurden heute rausgezogen. Noch ein Pflaster drauf und ja, endlich sind die Fäden raus. Ja, wir hören uns dann eventuell später wieder für eine Runde Diablo 3. Ich mache jetzt erstmal ein Päuschen. Ansonsten morgen Abend so 18:30, 19 Uhr ungefähr noch mal ein bisschen spielen. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und ja, dann bis
morgen oder bis später. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend. Gut in den Montag weiterhin rein.